Morgen aus Bangkok. Wir sind hier im River Home Hotel und ihr seht hier die Skyline. Wir sind jetzt westlich vom Fluss, also vom Chao Phraya, den seht ihr da. Hier haben wir das Shangri-La Hotel, hier den Lebua State Tower, da wurde Hangover gedreht. Und hier hinten seht ihr das Mandarin Oriental Hotel. Das dürfte das teuerste Hotel in Bangkok sein. Und hier hinten habt ihr das Icon Siam. Das ist eine richtig coole Luxusmall sozusagen. Das werden wir euch irgendwann noch von innen zeigen. Ja. Also Icon Siam ist schon krass. Normalerweise, wir sind nicht so Mallgänger, aber das sollte sich jeder mal anschauen. Das ist wirklich Beeindruckend. beeindruckend. Ja. So, wir sind jetzt in der Lobby vom Hotel. Das Wichtigste, Kaffeemaschine. Richtig leckerer Kaffee. Oder wer mag, kann sich hier einen Tee machen. Hier kann man wunderbar frühstücken oder Mittagessen oder was auch immer. Sich aufhalten, arbeiten, alles möglich. Ein riesiger Kühlschrank, wo man dann seine eigenen Essenssachen verstauen kann. Und was auch total super ist, werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen können, ist eine Waschmaschine und ein Trockner. Ja, was soll ich sagen? Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Eine sehr ruhige Nachbarschaft. Wir sind in so einer Seitenstraße, hauptsächlich eine lokale Gegend. Ja, und ja, wunderbar hier. So, willkommen in unserer Hut. Das hier ist eine ruhige Seitenstraße, eigentlich eine lokale Gegend. Zwar befinden sich hier so ein paar Luxushotels, aber die sehen wir erst gleich um die Ecke. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Place, um ruhig zu schlafen und trotzdem relativ zentral unterwegs zu sein. Wir stehen jetzt gerade auf der Brücke in unserem Viertel. Das ist übrigens immer noch Sathorn, sprich das Viertel erstreckt sich von der östlichen Seite bis zur westlichen Seite des Flusses. Ja, und wir gehen jetzt mal an die nächstgelegene BTS-Station. Und von dort aus geht es weiter und dann kaufen wir uns mal eine Rapid Card, aber dazu gleich mehr. Wir sind gerade an unserer BTS-Station Krong Thon Buri. Das gehört zur Silom Line. Hier gibt es auch noch eine andere Linie, die heißt Gold Line. Aber wir wollen ja auf die andere Seite des Flusses und holen uns jetzt gleich eine Rabbit-Karte. Was das genau ist, wird der Marco euch gleich erklären. Sawadee-krap. Two Rapid Cards, please. Two Rabbit card. I need your passport. Yes. Okay. Issuing card fee 100 baht the card. And top up, you want control 1,000, right? And one card, right? No, 900. I give you 2,000 baht and then 900 each. And two card 1,000. Okay. Hier ist die Rapid Card, die haben wir gerade gekauft. Die kostet 100 Baht. Kann man an jeder BTS-Station kaufen. Dann kann man die Karte aufladen. Bis zu 4.000 Baht kann man draufladen. Diese Karte ist jetzt gültig für die Silom Line, für die Sukhumvit Line, für die Pink Line und für die Yellow Line. Außerdem, ich glaube, man kann in manchen Food Courts kann man damit bezahlen. Oder hier an den Stations sind oft solche Automaten, wo man Getränke ziehen kann. Da kann man die auch benutzen. Also ich würde es jedem empfehlen. Eine Top-Sache, Reisepass mitbringen, bisschen Zeit mitbringen, lohnt sich. So, nachdem wir jetzt hier an der Sapan-Taxin ausgestiegen sind, sind wir gleich am Sathorn Pier. Von hier aus kann man sich dann gleich ein Ferryboot holen und diverse Punkte am Fluss anfahren. Und wir holen uns jetzt mal ein Ticket und dann zeigen wir euch, wo es uns hin versteckt. Bis gleich.
Kopfung Cup. Kokuga. So, wir sind jetzt am Marine Department Pier angekommen. Das sind 3 Stationen von dem Sapan Taksin. Und heute wollen wir uns das Viertel Talat neu anschauen. Das haben wir jedes Mal verpasst. Und für das Ticket für diese 3 Stationen haben wir übrigens pro Person 30 Baht gezahlt. Talat Noi ist eines der ältesten Stadtviertel Bangkoks. Bereits im 18. Jahrhundert ließen sich hier verschiedene Gemeinschaften nieder, darunter chinesische Händler, portugiesische Einwanderer und später auch vietnamesische Flüchtlinge. Das Viertel entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Handels- und Handwerkszentrum, besonders für Schifffahrt und Metallverarbeitung. Bis heute ist Talat Noi bekannt für seine historischen Häuser, engen Gassen, charmante Street Art und eine lebendige Mischung aus Tradition und Moderne. Sobald man in Talat Noi angekommen ist, sieht man hier jede Menge tolle Street Art Motive und coole Cafés. Das zeigen wir euch mal. Kleine Gässchen mit chinesischen Lampignons, alles total bunt. Gerne auch mal Comic-Motive. Und wir haben gehört, hier soll es ein gutes Café geben. Das müssen wir aber erstmal noch finden. Ja, also es macht Spaß, hier rumzulaufen. Ja, also Talat Noi ist ja auch dafür bekannt, dass hier einmal im Jahr die Elefantenparade ist. Leider ist sie schon vorbei. Wir hoffen, es dann im nächsten Jahr mal mitzumachen. Hier ist ein Exemplar. Ja, genau. Zeigen wir euch mal ein Exemplar hier, der kleine. Und die sind dann hier in ganz Talat Noi verteilt. Und hier scheint es einen Workshop zu geben, wie man Elefanten bemalt. Hier steht zumindest Design and Paint Your Own Elephant. Also wer darauf Bock hat, kann sich ja vielleicht hier mal sehen lassen. Ja, vielleicht sind das ja sogar die Initiatoren in dieser Elefantenparade. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Laden hier. Richtig speziell. Gehen die Treppe mal hoch. Aha. Ah, hier oben gibt es Toiletten und ein Kätzchen. Hi. Also, Ja, hallo. hier oben ist sogar ein Café. So, jetzt sind wir im Café Mother Roaster und probieren jetzt mal folgende Getränke. Also meins ist ein Espresso mit Passionsfrucht und Marco hat ein Espresso mit Lime Juice. Honey Lime, glaube ich. Honey Lime. Honey Lime, ja. Jetzt machen wir mal den Geschmackstest. Ich fange mal an. Sieht schon mal sehr gut aus. Ja, Jasmin. Oh, lecker. Besser als ich gedacht habe, echt. Ehrlich? Also man schmeckt den Espresso, aber leicht. Und die Passionsfrucht kommt richtig gut raus. Und das macht den Kaffee natürlich süß mit der Passionsfrucht. Ich weiß nicht, ob die noch Zucker dazu getan haben. Aber schmeckt ohne Scheiß. Schmeckt richtig geil. War ja auch nicht billig, 120 Baht. Aber ist auch ein fancy Getränk, muss ich sagen. Haben wir so noch nie gesehen. Ja, so, ich probiere meinen mal. Also echt gut.
So, dann probiere ich mal meinen. Wow, super lecker und schmeckt den Espresso, Kaffee, den Lime Juice. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Kombo so gut ist. Also wirklich Daumen hoch, sein Geld wert. Sollte jeder mal ausprobieren. Und eine gute Erfrischung bei dieser echt krassen Hitze. Talat Neu grenzt auch an Chinatown, deswegen finden sich hier wahrscheinlich so viele chinesische Tempel. Ja, Die und mögen- ja? überall auch diese chinesischen Lampions. Und hier zum Beispiel ist jetzt auch ein chinesischer Tempel. Da gehen wir jetzt mal rein. Ganz wichtig, man sollte auf jeden Fall seine Flipflops oder Schuhe vorne dran ausziehen. Das gilt für alle Arten von Tempel. Barfuß. Und grundsätzlich ganz wichtig, nicht auf diese Schwelle treten. Immer nur über die Schwelle. Und hier wunderschöne Zeichnungen an den Türen. Das ist typisch für die chinesischen Tempel. Ja, die sind echt Das mega. lieben wir. Das ist schön, der Tempel. Ja. Ja, also dieses Auto ist ein beliebtes Fotomotiv in Talat Neu und steht vor einer Schokoladenbar. Auch sehr interessant. Allerdings muss man sich da ganz schön bücken, um überhaupt erst dort hineinzukommen. Sogar so zwei kleine wie wir. Tja, was war das wohl mal für ein Auto? Falls es einer weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Genau. Würde uns echt mal interessieren. Sieht so ein bisschen aus wie ein VW. Fiat, würde ich sagen, Alter. Naja, auf jeden Fall, wir zeigen euch mal noch kurz diese berühmte Chocolate Bar. Da gehen wir mal kurz rein. Ist jetzt viel los. Hier gibt es wohl gute Schokolade. So Leute, es ist heiß. Wir machen mal ein kleines Päuschen. Unter dem schattenspendenden Baum. 69 please. Köpfen gehabt. Okay. Marco holt uns mal einen Mango Shake. Die perfekte Erfrischung bei dem schwülen Wetter. Lecker Mango Ananas für 60 Baht. Sieht gut aus. Und wie schmeckt er? Mega lecker. Okay, Haben wir ja gesehen. Frisch gemacht hier, frische Früchte. probiere ich jetzt auch mal. Eis dabei. Also besser geht's nicht. Und das wie gesagt für 60 Baht. Nice. Ja, dann lass mich auch mal probieren. Ui, ziemlich dickflüssig. Ja, das schmilzt. Schmilzt auf der Zunge. Das schmilzt aber auch schnell hier. Also ich denke in 5 Minuten ist es flüssig. Ja klar, aber es ist wirklich fruchtgleich. Ja, ist auch jetzt Ja. nicht groß gesüßt, sondern einfach. Gar nicht gesüßt, Nee, oder? Ja. ich würde sagen gar nicht so süß. Ja. Und passt super. Ananas, Mango können wir empfehlen.
Also ich muss wieder revidieren, was ich eben über das Barfußgehen innerhalb der Tempel gesagt habe. Wir haben die Schuhe, also die Flipflops ausgezogen hier vor diesem Tempel, vor dem chinesischen. Und dann hat ein Mann auf Roller uns zu verstehen gegeben, wir sollen die Flipflops anlassen. Also es scheint nicht immer der Fall zu sein. Ja, in chinesischen Tempeln. In buddhistischen Tempeln Ja, immer auf die jeden Schuhe Fall. ausziehen. Ja. Und guck mal hier, was lustig ist, hier diese riesen Kerzen. Die kann man hier kaufen. Ja, für Und- 1000, also die größte hier für 1200 Baht und kann sie dann eben da vorne am Altar aufstellen. Ja, genau. Und ansonsten hast du schon gezeigt, Marco, da vorne, das sind so typische Opfergaben, die man ganz oft in Südostasien sieht. Das heißt, die Leute kaufen jetzt beispielsweise dieses Paket für 300 Baht in dem Fall. Da ist jetzt Reis dabei, Wasser, ein paar Kekse und Instant-Nudeln. Und das wird dann halt eben dargeboten als Opfergabe. Das findet man ganz, ganz häufig, dass Lebensmittel oder auch teilweise Alkohol oder falsche Geldscheine irgendwie dargeboten werden. Ja, ist immer wieder. Immer cool. wieder interessant, genau. Also hier ist so die Mechaniker-Ecke von Talat Neu, überall Werkstätten, überall wird gebaut, überall liegen Motoren rum, Rollerteile, Autoteile. Ist auch bekannt für seine coolen und stylischen Cafés. Wir besuchen jetzt mal das Vanish House und schauen mal, wie es da drin so ist. Falls jemand noch ein Quietsche-Entchen braucht, dann sind wir hier genau richtig. Passt mal auf. Radikal. Wahnsinn. So, jetzt haben wir ein paar Stunden hier in Talat Neu verbracht, hatten eine richtig gute Zeit. Jetzt fängt aber die Mittagshitze an, daher haben wir uns entschieden, nochmal ins Hotel zu fahren, um uns ein bisschen abzukühlen. Und der Einfachheit halber haben wir einen Grab bestellt. Das ist jetzt schneller für uns und auch nicht wesentlich teurer als die BTS und daher haben wir uns dafür entschieden. Nachdem wir uns im Hotel abgekühlt haben, geht es jetzt weiter nach Chinatown. Und wie wir da hinkommen, das erklärt euch der Marco. So, also die zwei besten Möglichkeiten nach Chinatown zu kommen sind einmal mit der Fähre. Mit der Fähre könnt ihr an dem Fähranleger Ratchabon anhalten oder mit der MRT, der Blue Line, ist quasi die Metro. Da könnt ihr dann an der Station Wat Mangun anhalten. Und dann kommt man auch schon in Chinatown an. Genau, natürlich kann man auch ein Taxi oder ein Grab nehmen, aber die zwei Stationen sind so die bekanntesten und die kürzesten Wege, sag ich mal, nach Chinatown. Genau, und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. So,
Jetzt sind wir in der Station Wat Man Khon in Chinatown direkt angekommen und mittendrin statt nur dabei. Es ist auch für uns das erste Mal, dass wir abends in Chinatown sind und sind hier mitten in der Vergnügungsmeile. Und ja, schauen wir uns mal um und vor allen Dingen sind wir an dem Essen natürlich interessiert. Aber es macht jetzt schon Spaß, hier durchzugehen. Was meinst du, Marco? Ja, super. Richtig geil hier. Richtig cool. Also, hier seht ihr einen Durian-Stand, falls ihr die Durian noch nicht kennen solltet. Das ist hier die Königin der Früchte, kommt ursprünglich aus Indonesien, wird aber auch in Malaysia und Thailand sehr, sehr gerne gegessen. Durian hat einen sehr guten Ruf, soll sehr gesund sein, hat aber einen sehr starken Geruch und ist verboten in Flugzeugen, in Zügen, in Hotelzimmern und so weiter. Marco, Vorsicht! Wir wollen demnächst uns mal rantrauen, aber in der Regel isst man tatsächlich die Durian mit Handschuhen, weil der Geruch einfach viel zu intensiv ist. Wir haben uns für ein Restaurant entschieden, sitzen hier auch relativ gemütlich, haben unser Chang-Bier, wichtig, und haben hier ganz klassisch Pad Thai bestellt. Marco hat Pad Thai mit Shrimps und ich habe Pad Thai mit Cashewkern. Ja, So. genau, sieht super lecker aus. Hier schöne große Shrimps, wie man sieht hier. So, dann lass es dir mal schmecken, da bin ich gespannt, was du sagst. Ja, also wichtig. Leg Hier, mal los. ganz wichtig, Pad Thai. Ist schön Limette drüber. Ja. Schön verrühren. Die Nüssen. Ja, und dann probieren wir mal hier was. Chinesisch angehauchte Pad Thai. Super. Was sagst du? Schmeckt wie ein Pad Thai schmecken muss. Was für Nudeln hast du da? Normale Pad Thai Nudeln. Ah, ich habe nämlich so, was habe ich? So gelbe Nudeln. Ich nehme an Eiernudeln. Muss ich mir gleich mal Nee, schmeckt anschauen. super. So wie es schmecken muss. Top. Einwandfrei.
Bis später. Damit ich mein Essen sehe, ziehe ich besser mal die Brille an. So, was haben wir hier? Jede Menge Cashewkerne und gelbe Nudeln. Also wie gesagt, ich denke mal Eiernudeln. Dann haben wir hier, was ist das nochmal? Erdnüsse, Ach, Erdnüsse, genau. geröstete Erdnüsse. Bin ich auf den Namen gekommen. Dann haben wir hier die Mungobohnen und auch ganz klassisch eine Limette. Die muss hier drüber. Mungobohnen oder Sojasprossen. Ach ja, stimmt. Genau, so. Sehr gut, dass wir auch hier Tücher haben, weil die braucht man immer. So, da werde ich jetzt auch mal kurz probieren. Tja, jetzt bitte nicht lachen, wenn ich mit Stäbchen esse, weil das ist nicht unbedingt meine Königsdisziplin. Meistens bekommt man mittlerweile auch Messer, nee, Messer nicht, Messer nie, aber Gabel und Löffel. So, dann muss das alles gut verrührt werden. Ach, cool, ist auch Tofu drin. Also das hier ist vegetarisch, kein Chicken. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Ja. Schmeckt gut. Ein bisschen Schärfe könnt ihr gebrauchen, aber Partei hat ja meistens keine Schärfe. Ich könnte höchstens noch ein bisschen Chili-Soße bestellen. Dann guten Hunger. Wir haben fertig gegessen. Jetzt gehen wir noch ein paar Meter hier durch Chinatown und dann geht es auch schon wieder nach Hause, weil wir sind schon ein bisschen platt vom Tag. Ist auch immer sehr, sehr heiß. Und dann sehen wir uns später noch mal kurz auf der Dachterrasse. Da war sie, die Skyline bei Nacht von unserer Dachterrasse. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und würden uns sehr über ein Abo freuen oder ein Like. Und falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao!